der Insel Hormuz. Wir sind auf der Urlaubsinsel angekommen. Es ist so lustig, hier sind so lustige Leute und es waren so lustige Leute mit uns auf der Fähre, also so voll wild gestylt und so. Das ist echt eher so eine Partyinsel. Also die Leute sahen so aus, als würden sie jetzt hier für den Abend für eine Party rüberfahren mit so Musikboxen, Getränken, schon so gestylt. Ja. Und da sind schon 1 Million Taxifahrer, die uns mitnehmen wollen. Wir sind hier ohne unseren Van, weil mit dem Auto kann man hier nicht rüber. Hier gibt es ganz viele Tuk-Tuks und Motorräder. Wir brauchen aber natürlich auch irgendein Transportmittel. Das heißt, wir werden uns jetzt versuchen, ein Moped zu mieten. Ja, easy. Ja? Also unser Plan, einfach einen Scooter, also ein Moped zu mieten, ging sowas von gar nicht auf, weil die uns honorente Preise, also im Vergleich, angeboten haben. Also Freunde von uns haben im Sommer 2,5 Millionen bezahlt. Das sind dann so 8 Euro pro Tag für so einen schrottigen Moped. Und jetzt wollten die da bis zu 25 Euro pro Tag. Also sie wollten teilweise das Dreifache, wenn nicht mehr. Nur weil wir Touris aus dem Ausland sind. Ja, und weil wir halt gesagt haben, wir wollen den einfach nur mieten und in keinem Gasthaus schlafen, weil wir schleppen uns ja hier zu Tode. Wir haben ja unser Zelt und alles mit. Und dann hieß es immer, nee, schlaft doch in einem Gasthaus und dann könnt ihr irgendwie gucken, ob ihr was mietet und so. Naja, wir haben jetzt auf jeden Fall coole iranische Leute getroffen und hängen jetzt mit denen ab und fahren mit denen jetzt zu so einem besonderen Strand. Und hier ist die Hölle los. Wir berichten später mehr. Aber ich bin Motorrad gefahren, ich durfte mal Probe fahren. Und da war dann auch so, okay, kostet 4 Millionen am Tag. Dann kam aber wieder so ein anderer Typ an, bei dem wir vorher einen hohen Preis hatten. Und der hat dann wieder mit denen geredet und uns irgendwie so verfolgt. Geht los. Oh, es geht los. Yeah. Okay, weil es ja nicht geklappt hat, das Moped zu mieten. Aber wir haben ja auf der Straße einfach 2 junge Leute angesprochen, gefragt, ob die uns helfen können. Aber das hat ja alles nicht geklappt. Aber die haben gesagt, hey, kommt doch mit uns mit. Wir fahren hier zu diesem Strand und wir so, ja, fahrt ihr zum Mofana Beach? Ja, Mofana Beach. Davon haben wir nämlich schon gehört, das soll richtig cool sein. Da wollten wir eh hin. Jetzt sind wir jetzt zusammen mit dem Tuk-Tuk hin. Müssen jetzt hier so die Steine hoch und runter klettern. Und dann bleiben wir halt einfach erstmal an diesem Strand. Und unsere neuen iranischen Freunde haben auch gesagt, so 8 Millionen, 25 Euro pro Tag ist halt viel zu teuer. Ist halt leider ein bisschen schade, weil es ist halt so eine Touri-Insel, aber es ist halt schade, dass man dann auch so mega krass als Tourist behandelt wird. Besonders wenn man aus dem Ausland kommt und voll die hohen Preise bekommt. Aber es gibt immer wieder nette iranische Menschen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mit denen hier zum Strand und genießen dort erstmal die Zeit. Wir sind jetzt an unserem Campspot angekommen. Hier ist wie so eine kleine Zeltstadt. Hier sind noch mal viel mehr Leute, die alle irgendwie wissen wollen, wer wir sind, wo wir herkommen, sich mit uns unterhalten. Total nett sind natürlich. Wir haben schon wieder Chai bekommen und werden hier ganz herzlich aufgenommen. Und es ist wieder so cool zu merken, wie Leute oder junge Leute im Iran halt hier auf dieser Insel Urlaub machen. Happy birthday to you. Wir essen jetzt noch ganz schnell was, bevor wir da zu der Party dazu stoßen. Es ist nämlich heute auch wieder ein Geburtstag, also es geht rund. Wieder richtig lustig und super, wo wir wieder gelandet sind. Und uns ist eben aufgefallen, dass es eigentlich immer so war, dass wir auf irgendwen zugegangen sind. Also heute haben wir nach Hilfe gefragt. Irgendwann haben wir jemanden aus dem Sand gezogen mit dem Auto. Wann anders haben wir gefragt, ob wir neben wem parken können. Einmal wollte ich mein Iran-Zelt aufladen. Und daraus kamen dann immer diese Einladungen und dieser nähere Kontakt mit den Locals. Und das ist einfach richtig cool. Und können wir jedem empfehlen, einfach auf Leute zuzugehen, weil daraus kommt dann sowas sehr Besonderes und Zufälliges. Also so kommt man hier an. Man lässt sich einfach mit dem Boot direkt an den Strand fahren und wir klettern da die Klippen rum mit unserem schweren Rucksack. Also zurück nehmen wir auf jeden Fall auch ein Boot.
Vielleicht können wir auch dann direkt nach Hechem rüber. Jetzt geht hier wieder die persische Party los. Ich glaube, es wird wieder peinlich, weil wir uns einfach nicht so gut bewegen können wie die. Mit Baked Beans und diesem lustigen Luftpolsterbrot starten wir jetzt hier erstmal in den Tag. Der Abend mit den Leuten war richtig nett. Es war auch wieder richtig spannend zu sehen, wie so junge iranische Menschen Urlaub machen und feiern gehen. Die sind halt aus dem Norden des Landes extra hierher gekommen zu der Insel und zu diesem Strand. Wir haben von diesem Strand ja auch schon gehört, weil hier ist so eine sehr entspannte Stimmung. Ich meine, Frauen können einfach hier im Sommerkleid rumlaufen, müssen kein Kopftuch tragen. Man kann schwimmen gehen. Da sind auch noch ganz andere Leute und noch viel mehr Zelte. Also hier lebt man quasi frei, sage ich jetzt mal. Aber die fahren jetzt auch schon wieder. Mit dem Wassertaxi fahren die jetzt wieder zurück in die Stadt. Wir bleiben aber noch hier, waren ja eben schon schwimmen und machen jetzt hier auch noch ein bisschen Urlaub. Ich finde es total bewundernswert, dass das so eine große Freundesgruppe ist und dann teilweise mit Geschwistern und so, die jetzt zusammen hingekommen sind für den Urlaub. Ich hatte in meinem Leben noch nie so eine Freundesgruppe, wo sich dann auch alle untereinander ganz gut kennen, die so groß ist, mit denen ich zusammen in den Urlaub gefahren wäre, jemals. Rodafes! Thank you! Bye! Wir machen gerade einen kleinen Nachmittagsspaziergang und hier an diesen Klippen sind so ganz viele Höhlen. Da wollen wir mal in eine vorsichtig reingucken. Uiuiui. Okay, ich glaube, wir hätten da auch so drumherum gehen können. Aber diese Küste hier ist richtig krass mit diesen Klippen und diesen bunten Bergen. Das hat so krasse Farben, Ja. so weiß und dann so viel lila, rötlich, völlig abgefahren. Ist auf jeden Fall auch ein ziemlicher Hotspot für iranische Menschen hier, weil die einen sind ja jetzt gefahren, nachdem sie jetzt 2 Tage gecampt haben und jetzt kommen schon die nächsten so. Und ich glaube, das machen schon viele, irgendwie eine Nacht am Mofana Beach übernachten. Schwimmen gehen, um sich abzukühlen und einfach nur rumchillen und sich hier die Gegend angucken. Also wir machen so richtig gemütlichen Strandurlaub heute. Und das ist eigentlich auch mal eine ganz gute Abwechslung. Und richtig krass, wie Ebbe und Flut hier sind. Vorhin waren wir bis hierhin noch im Wasser. Übrigens wurde uns ja schon mehrfach von diesem Strand erzählt und wir haben uns das so vorgestellt, dass das ein weißer Sandstrand ist mit ganz vielen Palmen und so ein bisschen Dschungel, also so wie in der Karibik. Aber das ist es natürlich absolut nicht. Auf jeden Fall ist es trotzdem ganz cool, aber ganz anders, als wir gedacht haben. Jetzt sind wir hier gefühlt nur noch zu zweit, also ein paar Leute laufen hier noch rum, mit denen machen wir zwischendurch mal Smalltalk, aber gestern war ja auf jeden Fall einiges mehr los. Ja, ist schon wieder irgendwie so ein richtig lustiger Kontrast von, man wird in so eine Freundesklicke geworfen und dauernd, da wurden einem ja auch die gleichen Fragen gestellt und alle waren voll interessiert und voll nett und es war echt ganz schön laut und so. Und jetzt haben wir hier so einen idyllischen Sonnenuntergang. Ja, quatschen mal zwischendurch mit der einen oder anderen Person, die auch schon länger teilweise abhängen und hier irgendwie den Müll aufräumen und so. Also auch coole Leute, aber mal gucken, wer weiß. Wir wissen ja immer auch nicht, was im Iran passiert. Vielleicht kommt gleich auch noch eine Horde Menschen an und es geht wieder los mit so einem Party. Boot. Vielleicht machen wir aber auch einfach nur einen ruhigen, gemütlichen Abend am Strand und danach im Zelt. Wir kochen jetzt nochmal hier wieder unsere asiatischen Nudeln zum Abendessen, wurden aber auch schon wieder zum Lagerfeuer eingeladen.
Eben beim Sonnenuntergang saßen wir da noch mit so 3, 4 Leuten. Es war wieder richtig nett, die können nicht ganz so gut Englisch, aber irgendwie versteht man sich ja dann doch ein bisschen oder macht so kleine Späßchen. Zum Beispiel habe ich ihm eine Powerbank gegeben, damit er sein Handy laden kann. Und dann habe ich gesagt, nous chez Jean, das heißt sowas wie bitteschön, habe ich gedacht. Aber anscheinend sagt man das nur bei Essen und Trinken, also wird es wahrscheinlich sowas heißen wie, lass es dir schmecken. Also habe ich ihm eine Powerbank gegeben zum Handy aufladen und gesagt, lass es dir schmecken. Also sowas halt ganz lustig. Wir hatten jetzt eben auch schon wieder hier interessante Getränke, aber sehr gute Qualität. Essen jetzt unsere Nudeln und dann haben wir noch einen netten Abend am Lagerfeuer. Hier gehen jetzt allgemein wieder so die Partys los, aber heute sind sehr viel weniger Leute da als gestern. Jetzt sind wir noch mal am Strand, weil das Wasser bei Bewegung leuchtet. Das sind diese ganz besonderen Algen. Wie cool ist das? Das habe ich auch noch nie gesehen. Guten Morgen. Wir hatten eine sehr schlechte Nacht. Wir wurden 4-mal geweckt. Wir sind jetzt auch mit unserem Zelt inzwischen umgezogen. Vorhin standen wir, ich gehe mal darüber, hier vorne war unser Zeltplatz und wir sind dann recht früh schlafen gegangen, würde ich mal sagen. Aber wir waren halt auch schon ziemlich müde. Und ich bin sogar schon eingeschlafen und kurz darauf hat sich 20 Meter neben uns eine andere Gruppe hingesetzt, die jetzt auch irgendwie die ganze Nacht durchgefeiert haben. Also ich verstehe einfach nicht, wie Leute darauf kommen, so hey, wir feiern die ganze Nacht durch, da ist ein Zelt, aber wir stellen uns einfach mal 20 Meter daneben mit unserer lauten Musik und so weiter dahin. Na, als die dann das zweite Mal laut waren, das war dann irgendwann um 12, da hat Laura dann die mal gesagt, so hey, wir wollen hier schlafen. Wäre geil, wenn ihr irgendwie nicht die ganze Nacht Steine versucht als Spiel gegen so eine Dose zu werfen und versuchen die zu treffen. Dann waren die auch leise. Das ist dann ja auch okay gewesen, aber dann um 2 oder so ist dann direkt neben unserem Zelt, da ist halt so der Weg aus diesem Tal raus. Da sind dann halt irgendwie mehrere Menschen mit so richtig lauter Musik vorbeigelaufen. Und um 6 Uhr morgens kamen die dann halt zurück, wieder mit lauter Musik und ja, seitdem sind wir jetzt auch wieder wach. Jetzt wissen wir unseren Van umso mehr zu schätzen, wenn man sich abgeschieden hinstellen kann. Ich meine, da kann auch immer jemand in die Nähe kommen, aber deswegen mögen wir es halt auch voll, uns irgendwo in die Natur zu stellen, weil da die Wahrscheinlichkeit einfach geringer ist. Und ich weiß, das hier ist halt voll der Party-Hotspot so, aber ich werde einfach nie verstehen, wie Menschen so rücksichtslos sein können, wenn die halt sehen, da steht ein Zelt. Ich würde halt dann meine Party irgendwie 400 Meter weiter woanders machen. Und wenn ich an denen vorbeigehe, meine Box halt einfach ausmachen. Das ist ja nicht so schwer, so, aber gut, war jetzt so. Jetzt sind wir froh, dass die Nacht überstanden ist und freuen uns dann, diese Insel zu verlassen. Also das sind natürlich jetzt auch nicht nur Menschen hier, das ist uns auch schon überall passiert. Besonders irgendwie Leute im Urlaub benehmen sich ja auch gerne noch mal ein bisschen extra daneben, weil man ist ja im Urlaub. Es hat schon in Norwegen angefangen, dann campen wir da so auf den Lofoten, richtig schöne Natur und neben uns campt auch ein anderes Wohnmobil. Morgens um 6 schmeißen die erstmal den Generator an und auch nicht hinter deren Wohnmobil, sondern so direkt neben uns, dass wir halt auch alle wach werden. Ja. Und entweder man sagt was oder man muss sich halt zurückziehen, so eine andere Möglichkeit sehe ich da immer nicht. Aber es ist schon sehr kräftezehrend. Ja. Naja. So ist das halt. Ja, aber trotzdem hatten wir hier auch schon nette Erfahrungen. Ja, wir hatten jetzt einen richtig guten Abend und okay, der Abend gestern war auch gut, aber halt die zweite Nacht war nicht so gut. Nicht so gut, war einfach nur furchtbar. Ja, aber die erste Nacht war halt eigentlich voll gut, obwohl hier viel mehr Menschen waren, aber es waren dann halt irgendwie 2 größere Gruppen und die sind dann irgendwann schlafen gegangen und dann haben alle geschlafen. Und jetzt waren es hier so viele einzelne Gruppen, die dann einfach nicht Rücksicht aufeinander nehmen. Ja. Okay, wir stehen jetzt hier am Hauptstrand und warten auf ein Taxi, ein Boottaxi. Aber es funktioniert hier auch irgendwie eher so, dass man dann die Leute anspricht und sagt so, hey, fährst du dahin, nimm uns mit. Also mal sehen. Aber unsere iranischen Freunde organisieren das für uns, weil die wollen auch wieder in die Stadt.
Come on! Come on! It's all for the camera. I'm in. So, dann geht's ja jetzt endlich zurück nach Hormuz in die Stadt. Wir haben es jetzt zurück nach Hormuz in die Stadt geschafft und mit dem Boot kommt man auf jeden Fall einfacher an den Strand als zu Fuß und hier ist jetzt richtig viel los. Ja. Also man ist echt voll im Touri-Land und es ist echt einfach nicht so unser Ding, weil wir wurden jetzt gerade wieder ewig angesprochen und dann wird irgendwie Nein nicht akzeptiert, weil wir wollen uns jetzt echt nur noch ein Kaltgetränk holen und danach gehen wir auf die Fähre, da haben wir auch schon die Tickets und fahren zurück zum Van und wenn dann Leute uns weiter was verkaufen wollen, das ist einfach nicht so unser Ding. Da mögen wir Natur, stille Orte lieber. Ich meine, wir laufen ja nicht ohne Grund hier rum. Würden wir ein Taxi wollen, dann würden wir uns ja an den Rand der Straße stellen und eins holen. Aber naja. Okay, wir haben es zurückgeschafft und es heißt übrigens nicht Keshem. Was wir immer sagen, richtig peinlich. Es heißt Chesh. Chesh. Kein Wunder, dass niemand unserer iranischen Freundinnen wusste, wovon wir reden, wenn wir gesagt haben, wir wollen nach Keshem. Ja, aber jetzt freuen wir uns erstmal wieder auf unser Zuhause, unser Bett so dolle. Und irgendwie etwas entspannte Zeit. Ja, ein bisschen Ruhe. Oh, hallo, zu Hause. Oh, ich freue mich so. Oh. Hallo. Oh, ich freue mich richtig doll. Das war echt anstrengend zwischendurch. Ja, nur 32 Grad hier drin. Oh ja. Zu Hause. Oh. Wir sind zu Hause. Oh. Also alles, was mit so krassem Tourismus zu tun hat, ist echt ein bisschen anstrengend. Hier jetzt auch das Parken wieder. Ne, ich weiß ungefähr, was es kostet und dann hat er den 4-fachen Preis genannt und ich so, hä, nee. Und die können auch ihren Job gar nicht richtig machen. Ich gebe mein Parkticket ab, dann liegt das da irgendwo auf dem Tisch und dann sucht er es und dann sagt er mir irgendeine Summe. Und dann habe ich halt eben noch mal jemand anderes gefragt, ja, was kostet denn ein Tag? Ja, so viel. Ja, okay, wir waren aber nur 2 Tage da und ja, also sie wollten echt wieder den 3-fachen Preis. Ich weiß nicht, ob mit Absicht oder weil sie planlos sind, aber ja, ist echt ein bisschen anstrengend, dieses ganze Touri-Krams hier, weil wir dann auch immer mehr zahlen müssen, weil wir halt aus dem Ausland sind. So wie bei der Fähre, da zahlen wir auch den 5-fachen Preis. Wir sind zurück auf dem Festland. Auf der Fähre war es eben nochmal richtig nervig. Wir hatten schon bezahlt, 10 Minuten später kamen die dann aber wieder an mit einer Preisliste, die sie irgendwo gefunden haben anscheinend. Und dann sollten wir halt noch mehr zahlen, also wieder voll die Abzocke. Also diese touristischen Orte sind einfach nicht so unser Ding. Die ganze Zeit angelauert werden, es wird versucht, möglichst viel Geld aus einem rauszuquetschen. Und wir fallen hier halt auch nochmal mehr auf, deswegen ist es halt noch extremer. Und wir sind auch einfach keine reichen Touris. Ich meine, wir wohnen in einem 40 Jahre alten, rostigen Van und leben hauptsächlich von Ersparnissen, die langsam auch immer weniger werden. Deswegen fahren wir halt lieber in schöne, abgelegene Natur, wie die Wüsten im Iran. Da kann man dann entspannen, rumlaufen und Einheimische auf eine ehrliche Art und Weise kennenlernen. Das hatten wir jetzt auch schon in einigen Ländern, dass in den Regionen, wo es keinen Tourismus gibt, dort sind die Menschen halt freundlich, hilfsbereit und interessiert. Und da, wo dann wieder viel Tourismus ist, da geht es dann los mit Taxi, Taxi, Taxi. Und wenn jemand schon sagt so, hello my friend, where are you from? Dann weiß man, okay, es geht nur um geschäftliches Interesse. Auf dem Weg war es jetzt aber wieder ganz nett. Wir haben bei verschiedenen Bauern am Straßenrand Obst und Gemüse eingekauft und wurden halt wieder ganz normal behandelt. Und auch unsere Gasflasche haben wir aufgefüllt und da waren die Menschen halt auch wieder voll nett und mega hilfsbereit. Jetzt sind wir aber bereit für was Neues. Unser Visum läuft auch bald aus, deswegen müssen wir weiter. Und es sind auch noch gute 900 Kilometer bis zur Grenze. In der nächsten Episode fahren wir durch Pakistan. So bunt! Aber nicht alleine, sondern werden über 1000 Kilometer von der Polizei durch das Land eskortiert und egal wo wir hinlaufen, beschützt. Auf Dauer zerrt das aber ziemlich an unsere Nerven. Die nervige Eskorte geht jetzt weiter. Und wenn man sagt, es ist nicht gefährlich, ja, dann ist es nicht gefährlich, dann lasst uns in Ruhe.
Abonniert unseren Kanal, um es nicht zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.